So, und wir scheinen auch jetzt anzukommen. Genau, jetzt sind wir endlich da. Und zwar im Haus Alderan. Hohohoho, wie witzig. Und jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, ob unser kleiner Chewbacca-Verschnitt hier irgendwas davon besonders gut gebrauchen kann. Genau, hier Cultural Artifacts. Offenbar mag Boda Cultural Artifacts. Das sollten wir uns merken. Courting, Rank 1, okay. Ich gebe ihm einfach mal alles. So, jetzt haben wir bestimmt noch hier irgendwo einen Händler. Nein. Okay, es gibt hier offenbar keinen Händler. Schade. Dann eben nicht. So, ist hier jemand? Einer von Empfang? Hallo, guten Tag. Ich habe eine Audienz mit der Grafschaft, mit der Lordschaft. Und zwar genau hier. Oh, da ist er ja schon. Pima Ahif. Pima Ahif. Was ist das für ein Name? Pima Ahif. Guided tours of House Alder's Royal Museum are closed until further notice. Scoot along and don't be a bother. Otherwise, you'll answer to security. Do you want this head in a jar or not? I most certainly do not. Get that disgusting thing out of my sight. I mean, really, what sort of buffoon brings a counterfeit head and expects payment? House Alder has already obtained the head of Darth Bandon, thank you very much. It was genetically authenticated by one of my conservators yesterday. Will er mich irgendwie veräppeln? Ich bringe mir einen Kopf, einen abgeschnittenen Kopf auf seinen Tisch. Und das Erste, was der Typ macht, ist: Oh, bitte gehen Sie weg, sonst hole ich die Security. Oh, wir haben schon einen Kopf. Oh. You're being a fool. How dare you? House Alder does not make mistakes. Cadrith? Cadrith, come here. Yes, noble curator. How may I serve your impeccable rectitude? Where is Neva? I want her to run the genetic authenticator on this head and prove it's a fake. I haven't seen Neva since she authenticated the other head yesterday, noble curator. I sent a message to her holo, but she never replied. Tja, dann wird sie wohl das Problem sein. I need you to test this head for me, Cadrith. I'd really rather not. It's quite ugly. Cadrith, perform a genetic authentication on this head at once. Compare the results to the head we received yesterday. I beg your patience, noble curator. This process will take some time. I'm afraid we have a slight problem. This head is a 100% genetic match for the Sith Lord Darth Bandon. I retested the head Neva verified yesterday, and it does not appear anywhere in the genetic authenticator's database. Yeah, say I'm sorry. Somebody owes me an apology. And someone owes me an explanation. Captain Skavik, this is Noble Curator Pima Ahoth speaking. I demand that you return the Arcanian hyperdrive at once. The head you bought it with is a counterfeit. Sorry, Pimi. I have a strict no refunds policy. Hey, Captain. You're a little late to the party. Okay, alles klar. Das macht doch einiges an Sinn. I should have known you were behind this, Skavik. I promised you'd regret crossing me. Hope you don't mind, Pimi, but Neva's taking an early retirement. She's too gorgeous for life in a museum. What? You menace! You corrupted that girl! Wasn't that hard, trust me. You won't have much use for women once me and Huey get done with you, Skavik. You still got that giant viper sword? What are you trying to compensate for, kid? Corso doesn't have anything to prove. Oh, forgive me. I didn't know you two had gotten so close. I wish I had a hollow of your face right now, Captain. That expression is just priceless. Have fun eating my vapor trails. This is unthinkable. Skavik has committed a grievous affront to House Alder. Haha, a grievous. Ha!
Giga Grievi, Giga Grievous. Have front to the house Aldi. What about me? I was promised payment for this head, your worship. The hyperdrive was to be your payment. It's an extraordinary apparatus, custom built by one of Arcania's most brilliant engineers. Skavak received the Arcanian hyperdrive at the spaceport yesterday. If he's still there, he must not have finished installing it. Skavak cannot leave Alderaan without a functioning hyperdrive. Hurry, catch him before he escapes. Ah, super. Perfekt. The head of Darth Benton, the apprentice of the legendary Darth Malak, the Sith Lord responsible for the destruction of Taris. Darth Benton was a promising young Padawan before he joined the Sith Order. He was slain by the Jedi Knight Revan during the Jedi Civil War, but his remains were confiscated by a group of particularly fanatical Sith acolytes who for reasons best left unexplored, used Sith alchemy to preserve Benton's head. No trace of the fabled head. Okay. Na gut, wird schon seine Richtigkeit haben. Jetzt müssen wir mal wieder nach Skavak Ausschau halten. Ich hoffe, dass wir diesen... Ja. Ist Bastard ein Schimpfwort? Eigentlich nicht mehr, ne? Heißt ja eigentlich nur, dass er aus einer unehelichen... Aus einer... Ihr wisst schon. Es ist ein uneheliches Kind. Ach, also ich und meine Erklärungen, das ist ja furchtbar. Also Giga Grievi, das muss aufhören, sonst gibt's ein Diabo. Das ist eine Schweinerei. So, hier alles unerkundet. Alles unerkundetes Gebiet und wir nehmen schon wieder den nächsten Speeder und reisen woanders hin. Ah, das ist schon eine Qual eigentlich. Dabei ist das so eine schöne Landschaft. Ich genieße das ja jedes Mal aufs Neue. Und ich denke, dass wenn The Fallen Empire vorbei ist und das nächste Add-on vielleicht sich ein bisschen Zeit lässt, dann bin ich ja durchaus geneigt. Guck mal, das ist doch voll schön hier. Da vielleicht noch mal ein bisschen länger zu spielen. Vielleicht ja mit anderen Charakteren so zwischendurch. Nicht so von Anfang an, sondern so immer mal so ein bisschen. Ah, ich weiß auch nicht so richtig. Zumindest werden wir dann die neuen Planeten bei The Fallen Empire richtig ausgiebig erkunden. Da könnt ihr euch sicher sein. Das ist ja wieder ein richtig großes Add-on, ja. Nicht so wie Shadow of Revan. Das war ja doch eher knapp gehalten, möchte ich fast sagen. Wobei, nee, eigentlich nicht. Shadow of Revan war auch ein großes Add-on. Komisch. Naja. Hey, hallo? Achso, ich muss erstmal wieder das hier wegmachen. Ah ja, okay. Jetzt gehen wir praktisch in den Hangar zu Skavak. Skavak, nicht Skavak, Skavak. Und wenn wir ihn aufhalten können, dann dürfen wir bestimmt nochmal zurück zum Haus Aldi. Übrigens, sehr, sehr witzig, denn mit Speedern konnte man eigentlich eine ganze Weile lang nicht in Raumhäfen herumfahren. Auch nicht auf der Flotte. Und das fällt mir gerade erst wieder auf, dass man das ja jetzt kann und dass das ja eigentlich ziemlich cool ist. Hallo Skavak, du kleines Aas. Natürlich, hier sind schon wieder die Mercenaries. Oh, guckt mal. Guckt mal. Server-Lag. Guckt mal meinen Ping an. Ich wette mit euch, dass das bedeutet, dass die Server gleich down gehen. Ja, die Server gehen down. Okay, alles klar. Genau. Warum sind die Server down? What? Sollten die Server heute down gehen oder was ist los? Nein, das ist ein generelles Problem, gerade bei mir. Also ganz kleinen Moment, ich bin gleich wieder für euch da. So, und da sind wir jetzt endlich wieder zurück mit Skavak. Das tut mir ganz so leid, aber da ist das Internet abgeschmiert mitten in der Aufnahme. Die Hangartore sind offenbar verschlossen. Hier ist ein Elite Mercenary und den werden wir jetzt auf alle Fälle ausschalten mit diesem Pressurized Coolant Tank. Bam. Oh. Dann fangen wir erstmal mit den anderen hier an. Warum geht die Musik aus? Das war ich jetzt aber nicht. Das mit der Musik war ich definitiv nicht. Schade.
Ich hätte es cooler gefunden, wenn die Musik noch ein bisschen gespielt hätte. Kann die Musik nochmal angehen, bitte? Bitte, bitte, weil dann stört nämlich das Copyright nicht so sehr. Wir gehen nochmal raus aus dem Hangar und gehen da nochmal rein. In der Hoffnung, dass dann vielleicht was passiert mit der Musik. Bitte, 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 bitte. Nein? Gut, dann nicht. Dim, diddlim, diddlim, dim, diddlim, dim, diddlim, dim, diddlim, diddlim, dim, diddlim, dim, diddlim, 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 dim, diddlim, dim, 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 diddlim, dim, 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 diddlim, dim, diddlim. Ba, 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 diddlim, 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 dim, diddlim, dim. So. Wo fehlt denn jetzt noch einer? Fehlt noch einer? Es ist jetzt ruhig. Ich kann keinen mehr ausfindig machen. Da oben. Es muss ja da oben noch einer sein. Oh, hier sind ja noch mehr. Da geht er down. So, was ist denn jetzt hier mit Skavik? So wie ich den Typen kenne, wird er jetzt einfach wieder fliehen, wie immer. Dieses feige Aas. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Nichts mehr übrig. Oder? Was liegt hier noch rum? Hier sind zumindest ein paar Kisten. Die sehen noch ganz nützlich aus. Irgendeine Spur, die wir dann verfolgen können? Oh! Okay. You didn't waste any time, did you, Captain? Bet you ran quicker than a Varactyl on hot sand. Not that it mattered. How does he always manage to get away? Yeah, sorry I can't be there in person, but my sweet little Neva is very sensitive to violence. Don't worry, though. My friends here will show you a good time. Natürlich. Coward. What's wrong? Afraid to face me yourself? No, it's just... This way I can watch you get slaughtered from every conceivable angle. Isn't technology wonderful? Captain, say hello to Sergeant Teutonian and his men. They were working freelance for the houses, but now they work for me. You hired a whole army to kill just us? I'm honored. The Sergeant has graciously accepted my contract, on very short notice, I might add, to vaporize you. How much to leave me in one piece? Sorry, we only take one contract at a time. Once you're buried, I'll pay my respects to Risha and collect what's mine. Goodbye, Captain. Hit it, men! Tja, sieht so aus, als könnten wir nicht anders. Wir müssen. Wir müssen einfach richtig drauf gehen. Seine Mercenaries dürften kein Problem für uns sein. Außer ich treffe einfach mal überhaupt nicht. Kick in die Weichteile und eins mit dem Blaster überbraten. Tja. Und jetzt, Skavik? Was sagst du jetzt? Immer noch das Großmaul? You're either the luckiest shot in the galaxy or those were some seriously unlucky mercenaries. I guess I'll erase this holo recording. At least send me a copy of that holo first. What? For your scrapbook? Look, I hate to cut things short, but I got a swanky new hyperdrive to install. Love that Arcanian tech. Take good care of the rest of my stuff, Captain. I'll be coming for it soon. Just found out what's happening. Sorry I'm late. The good news is, I tracked Skavik's ship to House Thul's spaceport. He must have gone there to finish installing that hyperdrive. There's still time to get him. Gut. Sehr gut. Is Skavik a fast mechanic? He's handier with words than he is with a hydrospanner. The Empire controls House Thul. Skavik has landing clearance from the Imperials, but you'll have to sneak in on foot. Luckily, someone here owes me a big favor. I've arranged a meeting to sneak you inside that spaceport and get the hyperdrive.
What if I don't make it back, gorgeous? Will you miss me? Don't be ridiculous. You always survive. My contact is at these coordinates. Oh, and there may be a way we can profit from this whole debacle. House Alda still wants the head. That pompous gasbag Pima Ahuf will probably pay anything to get it. I'll see what he has to say. He was willing to give up a custom-built Arcanian hyperdrive for that head. I suspect he'll say a lot. Good luck, Captain. I'll be waiting. Na, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Und sie hat ja nicht ganz unrecht, dass wir tatsächlich irgendwie immer überleben. So, haben wir denn was Schönes für Corso? Nee, er hat ja schon... Ach ja, der hat ja schon eine neue Hose bekommen. Und Bauda bekommt ja jetzt auch bald was Schönes. Und zwar, ja, bald, schon sehr bald. Ihr schaut aufs Level. Bald sind wir 33. Und auch wir haben ja einige schöne Sachen, die wir anziehen können. Dafür bräuchten wir halt nur mal... Na gut, wir haben den... Den können wir tauschen... Das können wir tauschen. Wir bräuchten halt dann nur mal neue Hosen, neue Schuhe. Die werde ich mal demnächst arrangieren. Allerdings soll es das für diese Aufnahmesession erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Vergnügen. Ich hatte jenen Spaß auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Dann sind wir nämlich auf dem Weg, ich glaube, nochmal zu Haus Aldi und dann zu Haus SWTOR, wenn ich jetzt recht informiert bin. Ja, ja genau, wir müssen nochmal zu Haus Aldi und dann da zu Baron Venar. Mit dem mal ein bisschen quatschen. Also das wird doch noch ganz spannend hier auf Alderaan, da bin ich sehr froh darüber. Und ich sage, good game. Macht es gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Giga Grievi. Ciao, ciao.